und herzlich willkommen zu Dragon Quest 11. Echoes of an Exclusive Age. Wir setzen weiter fort, weil wir gestern sogar noch aufgehört haben. Oder heute könnte man sogar sagen. So ist der Stand der Dinge. Unsere Helden befinden sich in Gallopolis, wo sie nach dem mutmaßlichen Zweig von Yggdrasil suchen, der ihnen helfen soll, zum Weltenbaum zu gelangen. Der Wüstenwüter wurde gesichtet und Ray hilft abermals dem unglückseligen Faris, der das Monster in den Trabantensanden anfangen soll. Rionaldo besteht darauf, sich ihnen anzuschließen, und die Freunde brechen gemeinsam mit ihrem neuen Mitstreiter zu dieser gefährlichen Mission auf. Die Gefährten fangen den Wüter und Prinz Faris verspricht, dass er ihnen im Gegenzug dafür, dass er die Lorbeeren für den Sieg ernten kann, den Schillerzweig verschaffen wird. Rionaldo protestiert lautstark dagegen, da er der Meinung ist, dass durch die Taten anderer erlangter Ruhm die Probleme des Prinzen nicht lösen wird. Dieser jedoch will davon nichts wissen und eilt beleidigt von dannen. Zwar sind alle ziemlich verärgert über diese entsetzliche Einstellung, doch Rionaldo versichert den Gefährten, dass der scheinbar unbekümmerte Königssohn sehr genau weiß, dass sein Verhalten inakzeptabel ist. Mit diesen Worten verschwindet er und die Gruppe tritt den Rückweg durch die Wüste an. Ein bisschen Tagesanbruch. Nachts ist es ja recht gefährlich. So, letztes Mal ist mir was aufgefallen, was ich nochmal ausprobieren wollte. Okay, das da unten ist tatsächlich nur, was es dort gibt. Schmiede heißt, man kann das schmieden. 2 von meinen Leuten sind empowered. Lindwurm. Spitzwürm kämpfen. Drei Leute empowered, das gefällt mir. Koop-Kräfte. So. Das Tier in mir sollten wir was auch benutzen. Sehr cool. Ich will mal sehen, was der Schaden der macht. 28 nur. Ist ja toll. Oh. Man kann es wandern. Okay, das hat leider nicht funktioniert. Dann Schwächung. Sinkt erheblich das Wort. Das ist auch sehr gut. Alle den ausgewichen sind. Alter, der kann auch echt gut angreifen jetzt. Probieren wir mal. Okay, das ist another one, but ja, nice. Oh, cool. Okay, dann kann ich das ja wohl machen. Die Maler berichtigen. Besiegen. Auch wenn das jetzt eine recht große Gruppe ist, das sollte kein Problem werden für meine Gruppe hier. Knister. Jetzt direkt den ersten erledigt.
kriegen die halt alle Gruppenmitglieder mit Schlafeffekt, ne? Okay. Das ist nice. Schöner drauf. Alter. Okay. This should help. Machen. Here. Okay, es macht trotzdem ein bisschen Schaden. Aber der sollte jetzt kein Problem sein. Abhaut und man dann erwartet, dass Prinz Varys den besiegt, er es dann nicht kann und wir es dann im Endeffekt tun müssen. Und der Wüstenwüter dann so eine Enraged-Version hat oder sowas. Das kann mir recht gut vorstellen, dass sowas passiert. Ja, ich hätte auch teleportieren können. Das hätte mich auch kein Mana gekostet, aber hätte ich nicht auf dem Weg das Zeug sammeln können. Und keine Kämpfe gemacht. Und die Kämpfe sind halt wichtig, um weiter aufzusteigen. Deswegen mache ich das lieber. Mach lieber einen kleinen Umweg vielleicht auch. Ne? Vielleicht entdecke ich dabei sogar was. Kann ich jetzt komplett bedenkenlos kämpfen. Schade. Einmal kurz könnte es unangenehm werden, wenn er so einen Angriff durchzieht. Jetzt einmal. Benutz mal Peng. Wenn sie vernünftig ist, ist Peng extrem stark bei ihr. Don't worry, I'm here to help. Eric ist so eine Art Tank irgendwie, der hat mega viel Leben. Wenn er halt Dieb ist, ist es total irritierend so. Did I do all right? Das ist dann I just keep getting better. sehr gut, Stufe 16, das gefällt mir sehr gut. Ich denke mal ja, dass ich die Punkte verwenden kann. Ich weiß es aber nicht genau, nö. Oh doch, da, ja komm, das können wir machen, das ist richtig sinnvoll. Bringt auf jeden Fall ein bisschen MP zurück. Und dadurch wird sie dann im Endeffekt jeden Kampf ein bisschen stärker sein. Machen wir jetzt. Wir blocken das. Deine Arme, sehr gut. Ne? So. Ich weiß nicht genau, wie viel Erfahrungspunkte wir haben, deswegen gehen wir jetzt erstmal die Story weiter. So gesehen, Erfahrung farmen kann ich immer noch machen.
Cosmopolitans! Faris, your prince, my son, our hero, has vanquished the Slayer of the Sands! Hey! Yeah, that's it! Yeah! The future of our kingdom is surely safe in the hands of one so gallant and chivalrous as he. Now come, heroic conqueror, address your people. Beloved Gallopolitans, yes, I captured the beast, but I did not act alone. For it was your love, your adoration that gave me the strength I so needed. Yes! Ja, genau so wie ich mir gedacht habe. And it is that same love that will allow me to continue serving you until my dying day. Friends! We have no need to be afraid. Prince Faris will protect us. Yes, yes! We have nothing to fear with the prince on our side! Well, my boy, your people await. Let them see firsthand the fearless desert knight you have become. Father, Father, I cannot. Repeat after me now. A knight's word? A knight's word is his bond, his kingdom, his master. Don't stop. He serves the weak untiringly, challenges the strong unflinchingly, and never retreats in the face of adversity. That's more like it. Now, my little Princey Pooh, do you want to be remembered as a miserable coward or a hero who died fighting to the end? I wish to be remembered as a knight of Gallopolis! Aw. Darling, you were wonderful. Amazing what you can do when you put your mind to it, huh? Huh? Wait, did you? I won't always be here to remind you what it means to be a knight, though. Better not go forgetting again, huh? Wait! Friend, where did you become so well-versed in the ways of chivalry? Are you a knight? Ja, ich glaube schon. Who, me? Don't be ridiculous, darling. I'm just a silly old jester. Glaube ich nicht. Der Name sagt mir halt irgendwas. Leonardo. Ich
weiß nur nicht was. Yes, Father. It was he who rode my horse in the Southern National, and he who captured the Slayer of the Sands. Forgive me. Ferris, look at me. The burden that was placed upon you, it was more than any boy could be expected to bear. Endlich. It is I who must apologize, not you. But rest assured that I have learned my lesson. I will not make the same mistake again. Beim zweiten so, Kappa. And it seems you have learned something too, despite your protestations. The bravery you showed was worthy of a true knight. Ja, das ist Sir richtig. Hendrik will be happy to take one such as yourself under his wing, I am sure. Your dream will come true at last. I am so pleased for you. Hendrik? Wasn't that the name of the guy who was chasing us? Ja. Ah, but I am forgetting our guests. Father, these travelers came to Gallopolis in search of the rainbow. It is a royal treasure, of course. But surely you agree that they have done more than enough to deserve it. Certainly, certainly. But my boy, I sold the rainbow to a traveling merchant. Echt jetzt? What? What would compel you to sell one of our most precious treasures? Are you blind, boy? Did you not notice the grandeur with which we celebrated this year's Sand National? We made a sacrifice for your sake. Oh Gott. Father, I... Forgive me. All I can tell you is that the merchant to whom I sold the rainbow headed west towards Gondolia. Okay. This letter will grant you passage through the checkpoint that leads there. Perhaps someone can tell you what became of the branch. Ow! 1,000 pardons! I did not know that the rainbow was no longer in the kingdom. Truly, I did not. It is scant consolation, I am sure. But please, take this. Its value cannot possibly compare, but it has been prized by generations of Gallopolitan knights. It allows one to provoke distant foes into combat, and is an excellent way to gain battle experience. Ja, ich weiß jetzt, womit man diese Scheißdinger abschießt. You have done our kingdom a great service. Should you ever need our assistance, you need only say the word. Ja, das And as for me, I will be sorry to see you leave. But I am sure there will be other kindly travelers along soon enough. Yeah? Naja, wenigstens haben wir jetzt die Armbrust. Mit der wir auf das Dinger schießen können. Aber jetzt muss ich überall nach unten. Ausrüstung. Kann ich die. Wie kann ich die benutzen? Muss ich die. Nein. Nein, oh lol. Natürlich nicht. Nein. Ja. Okay. Okay. Wird mir bestimmt erklärt, sobald ich draußen bin. Okay. Katzen. Mach mal Katze streicheln. Ah. Ich glaube, den Sound cutte ich mir irgendwie aus. Und mach das jetzt in einen vollen Sound. Voll süß. So.
Da mir jetzt noch nicht erklärt wird, wie die Armbrust funktioniert, gehe ich jetzt mal davon aus, dass man die in Städten sowieso nicht verwenden kann. At last! I was beginning to think you had snuck out through the stage door. Huh? Oh. Veronica mag ihn nicht. Ach, da oben ist er. Jetzt kommt er wieder runter. Hey! You again? What do you want this time? Hey, yeah! Ta-da! Oh, don't be coy, darling. I want to come with you, of course. You should never have told me about your heroic quest if you didn't want me to tag along. What are you talking about? You can't just decide to come with us. This isn't a game. Believe me, honey, I know it isn't. I've seen my fair share of fun and games on my travels. What kind of jester would I be if I hadn't? Ja. But I've seen tragedy too. People attacked by monsters, all kinds of awful things. You know, my dream has always been to build a wonderful theater. Somewhere I can put on performances that will make millions smile. But how can I do that if this dark one of yours is going to be out there making people's lives awful? What I'm trying to say, darlings, is that we all want the same thing. So you see, I have to come with you. Oh, don't all squeal at once now. Mwah. Oh Gott. Ach Gott, ey. Ich hoffe, für den gibt es irgendwie so eine Pom-Pom-Waffe oder sowas. This guy really doesn't take no for an answer, huh? Guess I'm part of the gang now. Yay! So, tell me, what's our next move? Well, to get to Yggdrasil, we're going to need the rainbow. And it seems that a traveling merchant has taken it to Gondolia. Gondolia. But honey, that's a port town. He's probably hopped on a boat and set sail by now. That's true. Well, then we'll have to buy tickets for the ferry, and... The ferry? Please, darling. We don't have time to be riding the ferry with the little people. Well, what's your bright idea then? I was thinking a ship of our own might be more chic, no? Ja, ein eigenes Schiff. And luckily for you, I happen to have picked up a lovely little number in the end of season sales. Oh, das ist geil. What? You've got your own boat? That's amazing. Oh, bitte lass You're das going nicht up in irgendwie my ein estimation by the Ruderboot minute. You'd really be willing to let us use your ship, Mr. Sylvander? Oh, sie ist But of course, sweetie. That's what friends are for. And guess where the old girl is docked, hmm? No? Why, Gondolia, of course! So what are we waiting for? The ocean beckons, shipmates! Westward ho! Oh, die Charaktere gefallen mir alle bisher so unglaublich gut. Mit Leonardos Beitritt ist deine Gruppe auf stolze 5 Mitglieder angewachsen. An einem Kampf können aber leider immer nur bis zu 4 Mitglieder teilnehmen. Du kannst deine Kämpfer auswählen, indem du im Menü Verschiedenes die Option Aufstellung wählst. Allerdings kannst du die Ausstellung auch während des Kampfes ändern. Unter Verschiedenes erfährst du im Abschnitt 30 Tipps mehr. Das ist doch nützlich. So. Wie benutze ich jetzt die Armbrust? Erstmal hier Leonardos Ausrüstung mir angucken. Okay. Kann ein Schild tragen. Ich habe noch die Federkappe plus 3. Wo habe ich die denn weg? Wieso habe ich mir einen Turban aufgesetzt? Bin ich denn behindert?
besser. Ronaldo ist sogar noch ein besserer Tank als Eric. So, Stufe 15. Okay. Verschiedenes Charakterbaukasten. Das ist doch gut. So, Peitschen, Geschmeidigkeit, Bühnentalent. Macht die Geschmeidigkeit. Ah, okay. So, dann können wir Schwerter, Messer und Peitschen Richtung gehen. Boah, ich weiß es nicht. Steigert den Charme und damit kann ich dann besser ausweichen. Schwierig. Ich finde es tatsächlich schwierig mit ihm. Weil ich noch keine Ahnung habe, in welche Richtung ich gehen möchte. Erst möchte ich rausfinden. Spielen Spaß. Ansporn. Was? Rennen, bei denen eine Teilnahmegebühr verlangt wird, werden mit besonderen Preisen belohnt. Die Schläger zu errichten. Versuche alle diese... What? Wait a moment. Kann man? Also, nur so aus Interesse. Also, kann ich? Es gibt weitere Rennen zu gewinnen. Muss ich dann einfach hier so durchgehen? Eingang zur Rennbahn. Von Galopolis. Mein Freund, ich heiße Rembrandt. Oh. Ja, natürlich. Das wird jetzt durchexerziert. Mal gucken, wie weit ich das machen kann. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich rein skillabhängig. Bronzeliga. Die Strecke wird sich verändern. Okay. Das ist gar nicht mal so schwierig. Recht lang vorzutragen. Hier hinten schon echt langsam wird. Das halt tatsächlich alle kriegen. Damit ich und sogar noch wen überrundet. 22,63 das ist der gewesen. Neuer Rekord! Sehr cool. Da kann man bestimmt noch richtig viel machen. Schleimohrringe. Klumpenkupfererz. Silberliga. Ja, dann machen wir das direkt auch. Also, ich werde hier jetzt nicht allzu häufig zurückkommen. Und es ist mir auch zu anstrengend, den ganzen Weg nochmal zurückzurennen. Also hier jetzt
bis zu dem Schalter zu laufen. Das ist mir zu nervig. Den hätte man deutlich weiter vorne setzen können. Also der Weg da ist komplett unnötig. Aber wahrscheinlich wollten sie, wenn sie ihn schon bauen, für die ganze Szene mit dem Prinzen, dass man da dann auch halt kann richtig hart abkürzen. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Das muss ich austesten. Wie eng ich die Kurve dann nehmen kann und alles. Das kann sein. Alter. Das darf mir nicht passieren. Da hatte ich so ein bisschen Ausdauerprobleme. Aber das hat auch funktioniert. Der Sieger ist Silberliga erhält einen Preis. Gallopolis Tracht. Klumpen Silberherz. Oh, ich kann dann keinen weiteren teilnehmen. Bestzeit Champion Herausforderung. Oh, es gibt eine Champion Herausforderung. Schwierig. Okay. Aber ich will einmal die Champion Herausforderung gilt bei beiden. Das ist egal. Ja, das probieren wir. Okay, dann reiten wir jetzt einmal die Champion Herausforderung. Das mit der Abkürzung war ganz cool. Das hat mich auf jeden Fall viel Zeit viel Zeit gespart. Bronzeliga. Springen. Ich weiß die Strecke, ja. Ob es irgendwie einen Trick gibt noch mit dem, um noch schneller um die Kurven zu kommen und so, weiß ich noch nicht genau. Und um sich die Ausdauer so ein bisschen besser anzupassen. War ich zu langsam. War auch nur knapp zu langsam. Also die letzte Runde hat gut funktioniert. Aber da war ich wirklich deutlich zu langsam. Ist ja echt nicht so einfach, da unter 2 Kupfererz. Juhu. Da unter die 1,8 zu kommen, ist echt kompliziert. Ja, das machen wir. Da mit der Abkürzung, das ist schon gar nicht so schlecht.
Ich bin noch nicht so weit vom Champion weg von der Zeit her, also